Es gibt immer mehr Motorräder, da musst du nicht mehr schalten und sie sehen gar nicht mehr so aus wie handelsübliche Motorräder und man wird nicht ganz so nass. Grüß dich, Thomas Reiter, großer Frühjahrsüberblick, Motorräder. Es sind so viele Motorräder da, muss man sagen, wie seit Jahren nicht mehr. Ja, definitiv. Also wir haben jetzt seit Jahr her eine sehr große Lieferung bekommen und es kommen immer noch weitere. Also kein Vergleich zu den Corona-Jahren, wo wir hier 3 Motorräder stehen hatten. Es war so schlimm, wir haben nichts gedreht, weil er gesagt hat, es bringt sowieso nichts, wir können eh nichts liefern. Nee, gab nichts, das hat alles irgendwo in Häfen in Shanghai oder durch den Lockdown in China festgehangen und dementsprechend war gar keine Ware da. Aber inzwischen hat sich das ganze Bild gedreht und momentan haben wir beide Betriebe wirklich einen sehr, sehr hohen Bestand, auch eine gute Verfügbarkeit bei den Modellen. Da sind wir wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Ja, hier vorne siehst du, das ist die ADV. Es ist so eine Mischung, ich fahre ja genau auch so ein Ding, ich fahre eine 750er. Das wird wahrscheinlich noch ein Variomat hinten drin sein, also noch nicht ein DSG-Getriebe. Ja, das sieht man hinten, rechts ist ein Variomat mit ESP Plus. Ja. Das heißt also Start-Stopp-Automatik. Ja. Das ist wie beim Auto, du bist an der Ampel, geht aus, geht sofort wieder an, sobald du im Gasgriff ist. Und dadurch ist er halt eben nochmal schadstoffärmer, noch spritsparender. Und das ist hier, in dem Fall ist die Technik auch bei ihm verbaut. Ja. Man will auch gar nicht das abschalten, weil es so perfekt funktioniert, dass du das Gefühl hast, es ist fast Elektro. Der geht richtig ab. Also hier der 350er, das ist wirklich also eine kleine Rakete, muss man unbedingt fahren. Der hat aber auch hier Sicherheit, ABS mit drin, Scheibenbremsen. Das ist halt ein Honda. Ja, ist halt eben Honda. Ja, von der Qualität, von allem her, die Technik ist ausgereift. Was Honda an Technik machen tut, ob das unser Doppelkupplungsgetriebe ist oder hier die Technik mit dem Start-Stopp, wenn Honda was macht, hat das Hand und Fuß und das funktioniert eigentlich wirklich super. Also wer einen 1er Führerschein hat, für den ist das eine super Wahl. Ich habe ja damals noch einen 1er gemacht, deswegen fahre ich die 750er, dazu kommen wir gleich. Also die habe ich ja im Moment im Beschlag. Das ist ein Klassiker, auch hier haben wir uns überhaupt nicht getraut, Videos zu machen. Das Ding war gar nicht lieferbar. Ja gut, hier der Forza-Roller hatten wir auch am Anfang Lieferschwierigkeiten, aber da sind wir inzwischen sehr gut eingedeckt. Also Lieferverfügbarkeit, als sei denn, man hat jetzt irgendwie ganz spezielle Wünsche, ist eigentlich kein Thema mehr. So, das ist der große, der 350er, den gibt es auch als 125er. Den gibt es auch als 125er, ja. So, der 350er auch sehr gefragt, weil er ein bisschen mehr Power hat. Das heißt, du bist da nicht das rollende Hindernis. Ich fahre ja mit der 750, ja, ist ja so. Manchmal, ich sag mal so mit 100 auf der Landstraße. In Frankreich ist das kein Problem mehr mittlerweile. Da wirst du nicht dauernd überholt, weil da gilt ja nur noch 80. Und, ja. Aber hier in Deutschland, da versucht dich jeder dann zu überholen. Aber hier mit der 350er kannst du super mitschwimmen. Ja klar, das ist auch der Vorteil, ich muss hinten nur reine Schnelle fahren. Auch wenn du auf der Autobahn mal einen LKW überholen willst, hat man hier halt eben doch noch Reserven fürs Überholen, weil das ist doch von der Leistung her, merkt man dann doch den Unterschied. Das Fahrwerk ist doch ein anderes, der Preis auch. Also man muss sagen, ist auch so ein Stückchen teurer ja. halt eben. Aber gar nicht so viel. Ja gut, ja ist die Frage, was man als viel definiert. Aber es ist halt eben schon teurer, klar. So, was ist hier daneben? Das ist die gleiche? Nee, das ist der kleine Forza. So, der kleine Forza, der 125er. Guck mal drauf. Hier ist ein so ein 350er. 350er. 350er wirkt jetzt nur von der Farbe her ein bisschen anders und du duschst mich immer da überrumpeln. Ha, jetzt habe ich dich mal. Immer, aber nee, das ist ein 350er ist eigentlich... Da legen immer viele Wert drauf, dass die 125er aussieht wie die 350er von außen. Moment siehst du doch keinen großen Unterschied. Musst immer genauer gucken. Hier ist eigentlich das gleiche Modell wie er hier, das ist so ein 350er. Aber im Endeffekt, wenn du neben dran stehst, siehst du, ja. Also wenn er jetzt an wäre, wird man es hören. Ja, also der Sound ist natürlich anders. Da hat man schon einen Unterschied. Aber wenn man sich dann mal gucken, wir nachher, irgendwo haben wir auch eine normale 125er Forza stehen, da siehst du im ersten Moment jetzt keinen riesen Unterschied. Ja, Probefahren ist vielleicht ganz wichtig. Cool ist ja auch, dass du eine hohe Scheibe hast auf Wunsch. Also das können wir auch mal zeigen. Dann daneben ist auch ein Einstiegsmodell. Besonders gerne auch von Frauen gekauft. Also das ist so ein typischer Einstiegs... Das ist ein Klassiker, das ist die Rebelle. Die 500er ist halt eben ein super handliches Motorrad, gerade für Frauen interessant mit der sehr tiefen Sitzposition, also wo man gut mit den Füßen auf den Boden kommt. Sehr leicht vom Gewicht her, niedriger Schwerpunkt, also ganz super zu fahrendes Fahrzeug. Das hier ist jetzt eine Variante mit der speziellen Farbe, mit der braunen Sitzbank, die sieht auch optisch richtig schick aus. Und das ist halt eben, wie gesagt, ein Motorrad mit 200 Kilo, 192 Kilo Gewicht. Also ideal als Frauenmotorrad. Ne? Warte, ich zeig das mal. Also kostet 7.270 €. So haben wir sie jetzt im Angebot für das ausgestellte Fahrzeug hier. Das ist praktisch der Fahrzeugpreis ab Werk mit 7.590 €.
Schön, also sehr gefragt. Auch hier ging die Lieferbarkeit, aber in riesigen Stückzahlen habt ihr die nicht gehabt. Die ist schon verkauft. Jetzt muss ich mal gerade hingucken, ist die gleiche, auch eine Rebell? Ist auch eine Rebell, ist halt eben nur eine andere Variante. Die ist jetzt ohne die Verkleidung oben. Ansonsten ist aber das gleiche Modell, ja. Okay. So, und daneben? 500er halt eben, ne? Hornet, was ist das? Hornet ist halt eben ein typisches Naked Bike. Ist also auch ein 750er in dem Fall. Also auch sehr handlich, sportlich, aber halt eben typisches Naked Bike. 60 PS in dem Fall? Nee, die hatte ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Das heißt, ich muss immer von meinen 58 PS, natürlich beim Roller schon ja, viel. Okay, das ist, beim Roller ist halt immer was anderes halt eben. Aber hier sind wir schon im anderen Segment. Ja. So, und was ist das? Jetzt kann mal kurz gucken. Ich kenne mich ja gar nicht mehr so richtig aus. Das ist die CB, der Klassiker. Das hier ist eine CB650. CB650A ist das, ja. Ich hatte damals. Bike halt eben, ja. Erstes Motorrad von mir war eine CB50. Ja gut. Das ist eine CB650. Du bist hier schon ein bisschen weit zurück. Ne? Das hier ist eine ganz neue Farbe jetzt. Die haben wir jetzt erst die Tage bekommen. Das ist so mattgrün. Also die sieht auch richtig schick aus. Das sind jetzt neue Farben. Oh, ist die schick. Ja, die ist schick, sag ich. Also so ein Racing Green. Das Besondere hier ein Vierzylinder, das heißt der Sound und Drehzahlen, die dreht hoch. Ja gut, die dreht hoch und hat aber trotzdem Drehmoment, weil es halt eben eine Vierzylinder ist. Kann man auch ganz Schaltfahr fahren. Ist also ein sehr angenehmes Fahren, ja. Ja, ich zeige euch mal die Abgasanlage. Hier an der Seite eine 4 in 1, ja. 4 in 1. Und natürlich mit allen technischen Raffinessen. Ja. Es geht jetzt erstmal Farben gucken, Verfügbarkeit geht ja auch nicht darum. Du hast einen sehr, sehr guten Verkäufer, der macht gerade eine Auslieferung. Ja, der ist gerade eine Auslieferung, der Ernst hier in Saarbrücken. Und in Seersburg haben wir den Thomas Altmaier, der ist auch schon ewig im Geschäft. Und die Jungs wissen auch genau, was wir verfügbar haben, was da ist. Und da ist aber momentan einiges im Bestand, wo man dann individuell gucken kann, was für einen passt. So, hier, was ist das? Ein Rennmotorrad? Ja, das ist ein 500er. Nebendran steht die CB650R, also CBR 650R, das ist damit Verkleidung. Das ist eher sportlicher Natur. Ne? Das ist so andere Sitzposition. Aber von der Technik her auch Vierzylinder, wie gesagt. Und die 650er Serie ist immer dort identisch. Ja, hatte ich damals von Suzuki auch eine 500er. Die war, also ich kann mich damals noch daran erinnern, die war sehr leicht, sehr handlich. Das war fast wie so ein 125er vom Feeling, oder? Und ist halt eben auch mit diesem Führerschein zu fahren, halt eben, der nicht offen ist. Der ist also unter den 50 PS halt eben von der Leistung, sind knapp an die 48 und dann ist das halt eben das ideale Anfänger oder wiederum wie vorhin beim Thema Frauenmotorrad. Ja. Das siehst du hier, also tiefe Sitzpositionen. Das geht mittlerweile mit diesen Motorrädern auch. Das ist eine Transalp? Das ist eine Transalp, das ist die neue Transalp, ja. 750er, vom Motor her identisch mit der Hornet, aber halt eben Tourenmotorrad oder ein bisschen Enduro-Motorrad für ins unwegsame Gelände. Das ist die neue Transalp. Es geht ja auch um die Sitzposition. Also das Gelände ist ja eine Sache, aber hier siehst du ja, die hat ja jetzt nahezu Straßenbereifung mit drauf. Das heißt, du sitzt da praktisch wie auf dem Hollandfahrrad so ein bisschen. Ja, nicht gerade, aber ist halt eben überwiegend für die Straße ausgelegt. Aber wenn wir hier jetzt mit hingehen, wird eine grobere Bereifung machen, da kann ja hier schon mit ins Gelände fahren. Ne? Aber guck mal, wie allein der Lenker höher ist gegenüber dem Nachbarmotorrad hier der CB. Das heißt, man sitzt hier schon aufrecht, der Wind geht an einem vorbei. Ist die handlich? Weil die hat ja noch einen großen Bruder. Die Afrika Twin, die erschien mir dann doch als schwerer, oder? Die ist deutlich schwerer. Das hier ist also von der Handlichkeit her ist die natürlich deutlich handlicher, weil sie halt eben nicht so viel Gewicht hat und ist auch vom gesamten Abstimmen her nicht so wie die Afrika Twin. Ja, Werte halt. Interessant ist, die Leute, die sich nicht genau auskennen mit Honda, teilweise Motorräder 10 Jahre alt. Gut, da war das digitale Cockpit, das habe ich ja im Moment auch im Einsatz. Das ist schon eine feine Geschichte. Also du fährst ja praktisch Automatik. Ist die jetzt am Kommen, die Automatik, immer mehr und mehr? Ja, also unser Doppelkupplungsgetriebe ist immer mehr am Kommen. Gut, hier die Transalp gibt es so mit dem Schaltgetriebe. Da kann man halt eben noch einen Quickshifter dabei machen, aber bei der Afrika Twin verkaufen wir überwiegend halt eben das GSD-Getriebe. Quickshifter heißt, ich muss nicht kuppeln? Das wird kuppeln, ja. Wie funktioniert das? Ja gut, das ist halt eben, wird kurz die Zündung unterbrochen, dass er halt eben dort von der Drehzahl her, dass das passen tut vom Schaltpunkt her und dann funktioniert das.
Ja, jetzt ein harter Aufschlag. Die Cup 125, hier steht so ganz verlassen hier in der Ecke. Ja, gut, das meistverkaufteste Motorrad der Welt. Ja gut, in Taiwan, Thailand, in den ganzen asiatischen Ländern sieht man die ohne Ende. Ist das so der typische, das ist das meistverkaufte Motor. Ich glaube 60 Millionen Stück hat Honda über die Jahre verkauft. Also das ist schon irre. Ja, total schön. Also es ist jetzt wieder Retro, läuft so ein bisschen im Retro mit, aber mit modernster Technik. Ja, Retro mit moderner Technik halt eben. Fahrzeuge sind mit ABS ausgestattet, haben die ganze Sicherheitsausstattung drin, LED-Technik dabei, aber optisch gesehen immer noch, wie gesagt, wie du es schön gesagt hast, Retro-Look. Ein Zweisitzer. Das ist jetzt neuerdings ein Zweisitzer, das vorherige Modell war ein Einsitzer, aber die hier sind Zweisitzer, ja. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Ja. Hier noch eine Hornet. Ja, die Fahrschulen fahren gerne Honda. Die haben natürlich sehr, sehr gute Konditionen, aber auch die Haltbarkeit der Modelle ist schön. Ich darf ja auf der Fahrschule nicht auf dem Roller fahren, oder? Nee, bin ich jetzt nicht so informiert. Ob man schalten muss? Nee, ich glaube nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. So, aber Fahrschulen haben halt eben gern die Motorräder, weil sie zuverlässig sind. Die Dinger gehen nicht kaputt. Und die müssen bei den Fahrschulen ja schon einiges aushalten. Der große Roller, der hat den Siegeszug ja vor ca. 20 Jahren angetreten aus Frankreich. Kommt das mehr und mehr? Ja gut, Roller ist eigentlich ein Thema das ganze Jahr über. Jetzt inzwischen ist es so, dass viele Wohnmobilfahrer Roller suchen, für halt eben für ihre Reisen mitzuholen, damit sie dort flexibel sind. Oder auch viele Leute haben einen Roller für auf die Arbeit zu fahren, um halt eben Kraftstoffkosten zu sparen oder halt eben dann mal auch ein bisschen Spaß zu haben für Touren. Also das ist bunt gemischt inzwischen. Ja, ich habe den ja speziell für die Stadt auch, weil das irgendwie ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ein bisschen barrierefreier ist. Ich kriege beide Helme rein, also das ist auch ein Riesenvorteil. Dann, klar, man sollte immer mit Schutzkleidung fahren. Ich ziehe mir zumindest mal hinten für den Rücken einen Rückenprotektor an, den habe ich immer mit dabei, habe einen Helm mit dabei. Aber dein Tipp ist immer komplette Schutzkleidung. Ja gut, am besten schon komplette Schutzkleidung, aber das ist ja schon vorbildlich bei dir, wenn du noch einen Rückenprotektor hast. Also man soll schon auf die Schutzkleidung achten. Also wenn du dich wegschleuderst und kommst mit dem Knie auf den blanken Asphalt, dann hilft die Jeans nichts mehr. Nee, da hilft die Jeans nichts oder mit Sandalen oder so ist noch schlimmer. Also man sollte schon auf die Kleidung achten, ja. Ja, dann sind vielleicht strukturelle Schäden nicht ganz so groß, aber Afrika Twin, da haben wir sie in den klassischen Farben. Die wird stark verkauft in den Blau-Rot. Afrika Twin ist halt eben ein Klassiker und das ist so die typische Farbe. Das hier ist jetzt die ganz neue Farbe für das Motorrad und das ist so die typische Kultfarbe, wie sie früher schon mal gab. Das war so die typische Farbe mit dem Blau, Rot und Weiß. Ja. So siehst du hier vorne, also da ist das digitale Cockpit, das habe ich ja jetzt auch und das ist natürlich ganz praktisch. Es lässt sich super ablesen, also egal wie hell es ist, das ist alles professionell. Kann man gucken, was das hier, ob es ein elektronisches Fahrwerk hat. Hat es auch. Ja, das hier gibt mit elektronischem Fahrwerk, ohne elektronisches Fahrwerk, mit Traktionskontrolle und. Das kann man individuell zusammenstellen, wie man gerne halt eben, was für Ausführungen man gerne hätte. Gibt dann noch das Schaltgetriebe, gibt auch mit Doppelkupplungsgetriebe, ist also alles machbar. Brauchst du schon preisig, so um die 16? Ja, so um den Dreh. Kommt immer auf die Ausführung an. So, hier vorne Roller sind ja schwer im Trend. Also wir wechseln mal gerade die Darstellung hier auf den, was haben wir denn hier, SH? In SH 150. Das hier ist ein SH 150. Gibt es das 125er, gibt es das 150er. Ja. Es kostet dasselbe. Der Vorteil ist, dass du in Italien darfst damit auf die Autobahn fahren. In Italien darfst du auf die Autobahn. Hier wird es viel genutzt von Leuten, die den Motorradführerschein haben, weil die 150er brauchen wir halt eben auch den Motorradführerschein, zumindest mal den kleinen. Aber viele Motorradfahrer haben auch so einen Roller und er bietet halt eben die bisschen mehr Leistung. Wenn man den Berg mal hochfährt oder beim Beschleunigen oder zu zweit fährt, merkt man halt eben das. Ne? Ja, der 350er natürlich souverän. Das ist natürlich klar, 350er ist natürlich nochmal eine andere Klasse. Ja, das ist interessant. Also daneben, ja, das ist auch, kenne ich so ähnlich, TDM von einem anderen Hersteller. Das ist eine andere Marke. Hier ist die NC750, also auch so ein bisschen Tourenmotorrad oder ein bisschen Enduro angelegt mit der hohen Sitzposition, bequeme Lenkerposition zum Fahren, aber dann die klassische 750er von uns, NC750X ist das. 2 Zylinder. Lass mal zählen, lass mal gucken. Jo. Du, die Qual der Wahl, wie gehst du damit um? Jetzt hast du so viele Motorräder. Ich meine, die Leute informieren sich ja stark über das Internet, deswegen brauchen wir ja keine Fahrberichte machen. Das haben andere schon gemacht. Ja.
Aber wenn du jetzt hier reinkommst, bist du ja unsicher. Also bei mir war ja so, Feuer und Flamme für einen Roller, hast direkt gemerkt. Ich habe gesagt, den will ich haben, fertig. Ja gut, bei dir war es so halt eben, wenn einer Roller will, das ist auch heute noch so, dann will er halt eben einen Roller und kauft auch einen Roller. Der geht jetzt ja nicht zum Motorrad über. Aber man im Moment die Situation, dass natürlich man sich alles vor Ort live anschauen kann. Wir sind, wie gesagt, sehr, sehr gut bestückt. Du siehst, es steht alles voll mit Motorrädern. Und dementsprechend können wir sogar von den Modellen die verschiedenen Farben zeigen. Also da sind wir das gab es ja jahrelang nicht mehr. Jahrelang nicht mehr. Da sind wir wirklich richtig gut aufgestellt. Ne? Ja, mittlerweile auch richtig Wettbewerb im Internet, was man auf mobile.de angeht. Was spricht denn für dich hier? Warum macht es denn Sinn, warum passiert das, dass viele Leute von weit herkommen, einige Händler sogar auf dem Weg liegen lassen? Ja gut, sagen wir haben einmal eine sehr gute Beratung über die Verkäufer. Wir haben einen Werkstatt dementsprechend, sind Vertragshändler von Honda. Meine Mitarbeiter sind geschult, wir sind vor Ort, man kann sich das anschauen. Die Verkäufer können einen auch dementsprechend beraten. Die stehen mit Rat und Tat für alle Fragen zur Verfügung und das macht halt eben schon einen gewissen Unterschied. Ist immer besser, man hat seinen Händler vor Ort, wenn ich durch halb Deutschland gucken muss, für dann irgendwo ein Motorrad für eine Beratung zu haben. Also hier vorne, auch hier ist natürlich die Marke Honda, ich glaube, das brauchen wir nicht erwähnen, ihr seid quasi der weltweit größte Motorenhersteller, wenn du das Ganze ansiehst, also vom Notstromaggregat, was ich ja morgen angeworfen habe in Frankreich, mal wieder der Strom weg, da war ein Honda drin, bis zum Rasenmäher, bis zum alles. Boot, Rasenmäher, Flugzeug sogar. Also Honda macht wirklich restlos alles, ist, wie du sagst, schon der größte Motorenhersteller auf der Welt. Und es ist immer interessant, wenn die Kunden erzählen, weil irgendjemand sagt dann, ich habe immer schon einen Rasenmäher von Honda gehabt und er springt immer an, wenn andere Rasenmäher schon streiken. Also Honda ist für die Qualität und die Zuverlässigkeit sind die bekannt. Ja, hier interessant, durchsichtiges Plastik, Kunststoff. Kunststoff, ja. Plastik hört sich schon negativ an. Durchsichtiger Kunststoff, ganz spezielle Farbe. Jetzt hier in dem Fall bei dem SA 125, ist mal was ganz anderes. Die Farbe wiederholt sich übrigens auch vom Plastik. War Spaß. Das ist ja natürlich hochwertiger Kunststoff. Hier vorne sieht man es besonders gut. Ja. Ist schon speziell, oder? Ist schon sehr speziell, ist schon schick. Ja. Und wenn da noch die Sonne drauf scheint, im Moment leider nicht so sehr, weil es nur sehr bewölkt ist, aber wenn ein bisschen die Sonne drauf scheint, ist das ein ganz klarer Effekt, wenn die draußen steht. Ja. Das Wetter bisher ist maximal schlecht für euch als Motorradhändler? Das Wetter ist momentan nicht so der Burner. Halt eben, wir hatten schon einmal am Wochenende extrem warm, wo wir ja schon fast an die 30 Grad waren. Ja. Einmal und dann war es wieder kalt und jetzt ist momentan so dieses Regen und ein bisschen Graupel. Ja, wir haben doch Klimawandel. Es soll doch... Ja gut, wird Zeit, dass es mal konstant eine Temperatur bleibt. Braucht jetzt keine 30 Grad, aber dass man so ein paar 20 Grad und trocken wäre schon ideal. Ja, CRF Rallye, da hatte ich mich auch mal für interessiert. Ein sehr, sehr tolles Motorrad, sehr leicht. Sehr leicht, halt eben typisches Enduro-Motorrad, sieht man an der Bereifung. Da ist die Verfügbarkeit immer noch eher, sage ich mal, etwas bescheidener Natur. Aber auch dort haben wir momentan Fahrzeuge im Bestand. Wir haben eine große Lieferung. Wir hatten also sehr viele Fahrzeuge vorgeordert, die jetzt geliefert werden. Auch, sage ich mal, sehr geballt geliefert wurden. Aber der Vorteil ist, dass wir jetzt zu Saisonbeginn gut aufgestellt sind, können halt eben liefern. Wenn du siehst, du hast jetzt verschiedene Afrika-Twins gefilmt mit verschiedenen Farben, da sind wir wirklich gut aufgestellt. Ja, das war letztes Jahr, ging's. Da fing das schon an, dass es besser wurde, aber so richtig gut. Aber jetzt sind wir wieder so wie vor. Jetzt sind wir wie vor in der frühen Zeit, vor Jahren, sind wir jetzt wirklich noch besser aufgestellt, ja. So, komm, wir gehen mal hier rüber. Das ist wahrscheinlich in Rehlingen nochmal genauso, oder? In Rehlingen ist nochmal genauso. In Rehlingen haben wir den Vorteil, da haben wir noch ein bisschen mehr Räumlichkeit. Von der Motorradabteilung haben wir ein bisschen mehr Platz. Da ist die Verfügbarkeit also gleichweise vergleichbar mit hier. Also wir haben überall gleiches Volumen da stehen, aber man kann auch da hin und her tauschen. Das ist alles kein Problem. Der Kunde ist da ganz flexibel. Ja, das am meisten kopierteste Motorrad der Welt gibt es als China-Kopie, aber einmal komplett kopiert. Aber das ist aber ein übles Teil aus China. Hier haben wir eine Honda DAX, praktisch der Retro-Look wirklich aufgenommen, wie es früher bei Honda war, mit moderner Technik, LED, ABS. Und das da müsst ihr aufpassen, die China-Kopien gibt es sogar mit Honda-Aufklebern, habe ich gesehen. Ja, gut, das ist alles nicht so ganz ohne, aber da haben wir hier schon ganz üble Erfahrungen gemacht. Also da ist man hier mit sowas definitiv besser bedient. Das Original. Man spart natürlich auch ein bisschen was, aber es ist nicht dasselbe, weil hier technisch bist du natürlich am neuesten Stand. Die DAX, ein Klassiker, gibt es schon, ich glaube, seit 50 Jahren.
Ja gut, man muss jetzt überlegen, wie alt man ist, aber ja, locker 50 Jahre, sogar schon länger. Die sind irgendwo in den 70er Jahren rausgekommen, also das ist schon eine Zeit lang her, ja. Die habt ihr aber hier schwer gepimpt, hier die CL500. Das ist eine 500er, die CL500, also interessante, so ein bisschen Coffee Racer, und hier haben wir die ein bisschen mit Zubehör versehen, also mit Griffschützern und vorne ein kleines Windshield. Also die kann man auch individuell zusammenstellen. Wir haben auch alle Farben da, blau, grün, orange, also das ist mit allen möglichen Variationen ist da zu liefern. Vom Preis her attraktiv, finde ich. Vom Preis her super attraktiv. Ich finde so ein Motorrad für knapp über 7.000 €. Da kommt hier jetzt je nachdem noch ein Zubehör dabei. Aber das ist schon super interessant. Ne? Warte, ich zeig das mal. Also wirklich so ein bisschen, es kommt alles zurück, Thomas. Alles. Zurück, ja. Also die greifen alles irgendwann nochmal auf. Hier natürlich schöner blauer Tank, aber digitales Cockpit natürlich. Ja. Alles im Stand der Technik. Bei Frauen sehr beliebt ist, weil es nur 190 Kilo wiegt, handlich, also richtig schön. Fährt sich leichter wie ein E-Bike. Ja, CB 1000R. Was hat die an Leistung? Lass mal lesen. Die hat 145 PS. 145? Ja, das ist ein typisches Naked Bike. Die dürfte ich sogar fahren, würde ich aber nicht tun. Ja klar, darfst du fahren. Du hast ja den offenen Führerschein, du darfst ja alles fahren. Ich würde das aber nicht machen. Ich würde erst mal üben. Ja. Weil die hat, ich glaube, wenn die aufdrehst. Ja gut, die hat schon einen Drehmoment. Wie gesagt, die ist schon zügig unterwegs, ja. Warte, ich zeige euch das mal. So sieht es von der Seite aus und naked auch noch. Ja. Das heißt also einmal grinsen, da sind die Fliegen auf den Zähnen. So ungefähr, aber dafür handlich, für den Kurven. Also das macht doch richtig Spaß. Ja. Liegt auch tief, oder? Ja, also hier eine 1100er, das heißt eine Zweizylinder nehme ich an. Und die wird dann wahrscheinlich tuckern. Und das Coole dabei ist natürlich so ein kleines bisschen Lowrider. Ja, wie gesagt, typischer Shopper halt eben mit 1100 Kubik, hat ein schönes Drehmoment, kommt unten raus, kann man schön gemütlich fahren, ist also ähnlich aufgebaut wie die Rebelle, aber halt eben für mehr Leistung halt eben und halt eben trotzdem handlich. Ja, der Ernst kennt sich richtig gut aus. Also wir beide sind ja im Vergleich zum Ernst ja nur Laien. Aber das Coole ist, es kommen immer mehr Leute rein, die jetzt nicht die Motorradspezialisten sind, trotzdem Spaß haben, Motorrad kaufen wollen. Muss ich denn so tun, als hätte ich von jedem Motorrad die Daten auswendig gelernt, oder darf ich immer unwissend reinkommen, so wie ich? Ja, sicher, klar. Weil ich meine, im Endeffekt ist es Hobby, jeder will Spaß haben. Man musste nicht der Freestyler sein, der sich im Detail auskennt. Die Jungs wissen die Sachen, das ist ja auch okay so. Ich werde ja auch nicht niedergemacht, wenn ich... Nee, um Gottes Willen. Ich habe ja auch nicht von allem Ahnung. Und wie gesagt, dafür habe ich meine geschulten Verkäufer, die kennen die Details besser wie ich. Aber du kannst ja auch als Unerfahrener auch reinkommen, das ist gar kein Thema. So, was ist das hier? Die habe ich noch nicht gesehen von der Optik. Oder... Das ist die neue 500X ist das. Die haben wir jetzt auch erst reinbekommen. Das heißt, also es sind ganz neue Modelle, auch die haben wir vorrätig. Das ist auch praktisch so ein bisschen Enduro, aber halt eben, sage ich mal, nicht so schwer vom Gewicht von allem her, also noch handlich. Hier nebendran steht jetzt für die Transe. Die Transe? Transalp. So, und das ist also eine 750er. Optisch ähnlich, aber die X bezeichnen doch Modelle, die komplett neu sind. XADV und so. Ja, nee, X ist eigentlich eher so, dass man sagen tut halt eben, das ist Richtung Touren, Richtung Enduro, das ist die X-Generation oder X-Serie. Die S-Serie jetzt bei der 500er oder bei der 750er ist halt eben mehr so das Naked Bike. Das ist eher so der Unterschied. So, und daneben, das ist wieder die Rebelle. Die Rebelle. Das ist wieder die Rebelle. Sieht ganz anders aus. Ja, klar. Das ist so ein typischer Shopper, die kannst du eher mit ihr vergleichen, aber halt eben eine Nummer kleiner oder handlicher. Ne? Da steht nebendran auch schon die 650R stehen. Weil wie gesagt, momentan haben wir sehr, sehr viele da stehen und müssen momentan ein bisschen improvisieren vom Platz, weil wir wirklich momentan einen sehr, sehr hohen Bestand haben, weil Honda hat wieder inzwischen eine sehr gute Verfügbarkeit. Na gut, das Coole ist, du kannst das aufnehmen. Es ist ja nicht jeder Händler hat da vielleicht noch so viel Spiel. Die Höfe sind teilweise voll, aber du freust dich über jedes, was kommt. Oder? Ja gut, ich hoffe, dass das Wetter aufgeht, weil dann haben wir auch den Vorteil, dass wir vom Bestand aus liefern können und man nicht noch wochenlang oder monatelang wie früher warten muss, sondern wenn man nicht, wie gesagt, extra Wünsche hat, dann kann es schon mal dauern, aber ansonsten können wir wirklich gut liefern. Ne? Sag mal, das Fertigmachen der Motorräder, wie lange dauert das? Ja gut, sag mal, es kommt
teures Motorrad an. Das geht von einer, sage ich mal, halben, dreiviertel Stunde bis zu 2 Stunden und länger. Also ich muss jetzt nicht noch 4 Wochen warten, bis einer aus der Werkstatt... Das können wir schon schnell geregelt, außer wenn der Kunde halt eben noch Zubehör möchte. Jetzt bist du aber hier bei der gebrauchten Maschine, was jetzt da... Achso, das habt ihr schon mal. Das haben wir schon mal, aber eher selten, wie gesagt, weil gebrauchte sind immer schnell weg. Ging die eigentlich gut weg, mein Roller, der alte? Ja, der war auch ruckzuck verkauft. Der ist inzwischen um Nürburgring unterwegs, der hat so ein Team gekauft, das Rennsport betreibt, und die brauchen den Roller für im Fahrerlager durch die Gegend zu jagen. Echt, mein Roller? Dein Roller, ja, die fahren nicht damit auf der Rennstrecke, aber die nutzen den mit dem Topcase hin. Mit dem Topcase, ja. Das habe ich selber draufgeschraubt. Ja. Nee, Skandal. Skandal. Hoffentlich verlieren wir das. Das ist hier Forza. Das ist es. Da weiß man aber überhaupt nicht, was es ist. Also das könnte der 125er sein? Das ist der 125er, ja. Okay. Also sehr beliebt, oder? Sehr beliebt, ja. Ja. Okay, also hier vorne Hornet. Jetzt kommen wir zu den spannenden Modellen, denn du hast die Generalvertretung von Ducati übernommen. Das können wir gleich mal zeigen. Hier steht nämlich eine Ducati. Ja, also gebrauchte. Okay, Spaß. Ja, der Kunde ist damit klargekommen, vom Fahrverhalten her anscheinend. Ist aber ein chlores Motorrad, das ist der Scrambler, halt eben auch so ein typischer Coffee Racer, aber halt eben mit Ducati ist halt eben, die hat ganz wenig Kilometer, wie gesagt, die haben wir gebraucht jetzt hier, haben wir in Zahlung geholt. Scrambler von Ducati, ja, ja, spannend. Ja, ich hatte auch mal eine Ducati, aber das war mir dann zu heftig. Ich habe die dann. Das Kult halt eben, das Kultmotorrad ist halt eben sehr eigen, hat auch eine lange Tradition, sind inzwischen im Rennsport richtig gut unterwegs und ist halt eben was ganz Spezielles halt eben, ja. Gut, Honda habe ich immer so den Eindruck, das ist, die bedienen ja alles, also vom super Rennmotorrad. Also Wir haben also von Fireblade über, wie gesagt, kleine bis zum Roller ist alles im Programm. Und Honda ist halt eben dafür bekannt, halt eben Hondas draufsetzen und fahren. Die Technik hält, die sind vom Handling her problemlos. Also man muss nicht eher schrauben für so fahren. Das ist halt eben ein zuverlässiges Motorrad halt eben, ja. So, guck mal hier, alle Farben von der 125R. Ja, haben wir letztes Jahr auch eine sehr, sehr eingeschränkte Verfügbarkeit gehabt. Jetzt haben wir hier alle Farben nebeneinander stehen. Wir haben jetzt auch einiges vorgeordert, wesentlich mehr wie letztes Jahr. Das heißt, letztes Jahr hatten wir geordert, bekamen aber die Ware nicht. Jetzt haben wir geordert und die Ware ist gekommen, sodass wir momentan mit den 125ern wirklich gut aufgestellt sind. Ach, es gibt auch Silber, die gab es ja nie, die Farbe. Nee, das war Farbe, die eher selten war, weil hier herrscht Silber, Blau, Jeansblau, Rot. Und hier ein Traum, die CRF 1100L, die neue? Ja klar, das ist jetzt die neue Afrika Twin mit der Adventure Sport. Die haben die Reifen, glaube ich, geändert, die Reifengröße. Ja gut, ein paar Details, die geändert wurden, aber es ist immer noch ein super Motorrad, ja. Das hier ist mit E-Fahrwerk, mit Doppelkupplung, das ist so die High-End-Variante, ja. Zu günstigen 19.970 €. Das geht aber noch mehr, oder? Wenn man da noch ein bisschen voller macht? Ja, wenn man noch ein bisschen Zubehör, noch Koffer dabei und, das geht schon nach oben. Ja, da kriegst du von mir auch den Auftrag jetzt. Du musst auch die Koffer. Kann man die eigentlich abnehmen bei dem Roller bei mir später? Die kann man dann abnehmen, ja klar. Auch von der Seite abnehmen? Von der Seite, ja. Ja, sehr schön. CB R650 R. Das ist immer die Sportversion CBR. 650R ist die sportliche Version mit Verkleidung. Und die CB650R, wie sie ein bisschen oberhalb steht, das ist dann das Naked Bike dazu. Jetzt muss ich mal gerade gucken, hat das nicht beides eine Verkleidung hier? Ach so, dort. Da. Alles klar. Alter Mann bin ich. Ja, das sind so viele auf einmal. Ja. Vorsichtig sein mit mir. So, das hier, hat man die schon mal so oder so ähnlich hier? Die hier? Die 500er hat man jetzt schon ein paar Mal. Da sind wir nochmal die Rebell, die haben wir in verschiedenen Ausführungen. Einmal jetzt mit der kleinen Verkleidung vorne, wie sie hier steht. Dann mit der grünen Farbe, mit dem braunen Sitz. Also die haben wir schon in verschiedene Varianten gesehen. Und wie gesagt, da haben wir eine gute Verfügbarkeit. War auch nur handverlesen, das Motorrad. Thomas, bleib mal bei mir, sonst hört man dich nicht. Ja. Wenn du mal kurz hier mitkommst. Ich will mich nämlich... Ich weiß nicht, wo du überall rumturnst. Insbesondere, ja, ich muss mich ja hier ein bisschen durchmogeln, weil die doch sehr eng stehen. Ja, geht nicht. Aber Rot hat ja einen riesen Vorteil, du wirst gut gesehen. Ja, definitiv. Das ist, was ist denn das? Das hier ist auch eine... Moment, das muss ich selber gucken. Ha, jetzt habe ich den. NT1100 ist das, ja. NT1100 mit DCT. Mit DCT, das ist eher so ein bisschen tourenmäßig. Ansonsten kann man sie vergleichen, ein bisschen von der Höhe hier nebendran hier mit der Afrika Twin. Aber ist mehr auf Touren ausgelegt. Da sind auch die Koffer schon serienmäßig dabei. Die haben wir jetzt nur abgemacht, weil sie halt eben zu viel Platz wegnehmen. Aber das ist ein typisches Tourenmotorrad, ja.
Kann man sich eigentlich die Fußbremse umbauen lassen zur Handbremse? Geht das theoretisch? Manche so nicht gehört, weiß ich nicht. Hat bei mir jetzt ein Kumpel machen lassen, hat sich tatsächlich bei der Afrika Twin, ich glaube, rechts die Handbremse umrüsten lassen von der Fußbremse. Keine Ahnung. Ja, habe ich auch, weil er hat sogar den Bremsgriff. Ist ja auch egal, was die Leute so machen. Ja, genau. Also es ist ja Individualisierung. Gibt es einen Katalog? Ja gut, es gibt einen Zubehörkatalog, aber... Ja, ist der groß oder ist das so wie bei Harley? Nee, gibt schon einiges. Ja, gut, wie bei Harley weiß ich nicht, aber sag mal, Harley hat halt viel Bling-Bling, viel Chrom und so Sachen. Das ist bei uns eher überschaubar. Bei der Afrika-Twin oder so ist es eher praktischer Natur mit Koffer und so weiter. So, hier die rote 1100 Afrika Twin, die sieht ja von der Optik her ganz anders aus. Also gut, das ist jetzt in Anführungszeichen jetzt die Standardversion. Das andere war die Adventure Sport, wo du gesehen hast. Aber das hier ist jetzt eine neue Farbe mit dem Rot. Schick. Schick, ne? Ja. So, dann gehen wir jetzt mal in deine Richtung, wo du hin wolltest. Du hast auch gesagt, sag mal, heute Tränen steht alles so voll. Da habe ich ja gesagt, ist so super, können wir den Leuten mal zeigen. Genau, heute Ende April 2024. Heute ist der? Guck mal gerade. 25. April. So, die gelbe hat es mir angetan. Das ist hier Hornet, heißt glaube ich Hornisse und in gelb passt ja, oder? Passt, ja. Hatten wir früher schon mal in so einem eher ein bisschen grünlichen Ton. Aber hier das Gelb passt auch gut zu dem Motorrad. Das ist auch ein ganz frisches Modell, ist gerade erst die Tage gekommen. Das ist auch eine ganz neue Farbe. Das ist auch so, was momentan so ein bisschen in ist, dieses Matt. Ne? Also die Farbe hier ist jetzt wirklich ganz neu. Das heißt, wenn mir die nicht gefällt, nehme ich einfach ein bisschen Politur. Und dann hast du Spaß. Ja, nee, also das sollte man mit matten. Gibt es da eine Pflegeanleitung? Gibt es eine Pflegeanleitung mit matten Farben, sollte man nicht unbedingt mit Politur dran gehen. Bitte nicht machen, das war ein Scherz. Also auf keinen Fall sogar. Ja. Ernst, hast du ganz kurz Zeit, eine Sekunde? Der hat sich schon die ganze Zeit weggemogelt heute, aber du hattest eine Fahrzeugauslieferung, muss man sagen. Hallo Sven. Ihr habt eine Auswahl wie noch nie, oder? Ja, stimmt. Das ist so. Stell dich mal kurz vor. Mopeds wie Sand am Meer. Dein Name? Mein Name ist Ernst Persch. Jo, wir sind jetzt fast durch und haben jetzt das Ganze mal betrieben ohne dich, wo die Leute wieder schreiben, haben aber direkt gesagt, wir sind nicht die Vollprofis. Fahren die Leute Motorrad überhaupt noch? Ja, sicher. Das Wetter lässt im Moment ein bisschen zu wünschen übrig. Ne? Es ist kalt und nass und macht ja Spaß. Ne? Ja, ich selber habe ja den Roller, den 750er, und habe das letzte Mal einen kleinen Fehler gemacht. Was habe ich denn falsch gemacht? Du hast vergessen, die Zündung auszumachen. Ja, und dann war Batterie leer. Ja, Glück, dass die Karre noch da war. Ne? Ja, stimmt. Nee, ist passiert, weil das Ganze natürlich entsprechend elektronisch ist. Aber ich habe daraus gelernt, also beim Abstellen die Zündung ausmachen, denn man muss an einem Drehregler drehen. Ich bin außerordentlich zufrieden. Das Einzige, was mir halt auffällt, das habe ich im letzten Video schon gesagt. Was habe ich gesagt? Es grüßt mich keiner. Es grüßt dich keiner, ja gut. Ja. Es sieht doch von vorne aus wie ein Motorrad. Die Scheibe ist jetzt höher, habe ich gesehen. Ja gut, das komplette Vorderteil ist ziemlich groß für ein Motorrad. Deswegen, wenn das eher mal bei der XADV, dass man noch gegrüßt wird, aber hier eher seltener. Aber Frage ist das wichtig? Nö, du, ich habe mich ja ganz bewusst für einen Roller entschieden, weil das eben, ich sag mal so, sehr, sehr angenehm zu fahren ist. Du hast einfach einen ganz tollen Wetterschutz, wenn es mal regnet. Du wirst überhaupt nicht nass. Ja, genau, das stimmt. Das ist schöne Verkleidung, auch hier unten im Fußbereich. Das ist schon toll gemacht. Dann das große Display. Also das war auch interessant. Ich hatte mal ein Display kaputt. Ja. Wie oft hast du kaputte Displays? Nie, oder? Ja, doch, das kommt schon mal vor bei den neueren. Ja, aber das wird von Honda sehr kulant gehandhabt. 48 Stunden hatte ich ein neues Display und sie fuhr auch weiter. Also das war... Nee, fahren tut die ja noch. Und mittlerweile bei Problemdisplays, die es tatsächlich gibt, die von Garmin kommen, Garantieverlängerung bis zu 10 Jahren. Okay. Da kennt Honda nichts, das wird einfach gemacht. Das wird einfach gemacht, weil die sagen, hey, das ist der Qualitätsanspruch von Honda, oder? Genau so ist es. Ja. Sag mal, die bauen ja nicht irgendwie eine günstige Serie, lassen die irgendwo anders bauen, in China oder so? Nee. China nicht, aber Honda gibt es in Italien, Thailand, gibt schon verschiedene Standorte. Ne? Ja, ist ja dort, also in den Südoststaaten ist Honda, gehört ja zu den Mercedes, kann man schon sagen. Da gibt es ja Einstiegsmotorräder, die wir gar nicht kennen, so 175er und so, die kommen. Ist das ein neuer Trend, 125er mit dem neuen Führerschein, merkst du das? Ja gut, das gibt es ja doch schon ein bisschen länger und wird immer noch gemacht. Aber viele wissen gar nicht, dass sie keine Prüfung mehr machen müssen. Also selbst wenn sie nicht so alt sind, gibt es eine neue Regelung. Erklär die mal bitte. Ja, nee, das gibt es tatsächlich. Man muss also mindestens 25 Jahre sein und den Autoführerschein 5 Jahre haben. Und dann kann man zum Fahrlehrer und kann dann halt diesen B196er Zusatz.
ohne Prüfung, offizielle Prüfung machen. Das heißt, Guckt nur der Fahrlehrer drüber. Ne? Fahrstunden, da kriegt man eine Bescheinigung, kriegt den dann eingetragen. Der gilt mittlerweile auch im Ausland. Da haben die sich irgendwie harmonisiert, ist aber noch nicht durch. In der endgültigen Führerscheinregelung in vielen ausländischen Ländern brauchst du gar keine Prüfung, kannst du einfach so fahren. Aber wir gucken uns mal ein Modell an, das wirklich so schön ist. Das ist eigentlich ein Gerät, das kann man nicht auf die Straße fahren. Wenn man das gekauft hat, muss man es eigentlich in die Wand hängen. An die Wand hängen? Ja, als Kunstwerk. Mit Rahmen, natürlich. Aber das ist richtig schön, ne? Ja. Unsere Monkey ist wieder so ein Revival-Modell und ja, sehr leicht und auch gut für Wohnmobil zum Beispiel. Ne? Ja. Noch Platz hast bei dir. Ich finde die so schön. Also die Monkey ist richtig toll. Und da siehst du, dass hier, was ein Riesenproblem war immer Roller. Wie sieht es denn aus mit den großen Motorrädern? Die waren, glaube ich, da nicht so von den Engpässen so stark betroffen, oder? Die Tausender, Fireblades und so? Ja, doch. Auch. Komplette Palette. Ne? Ist das besser jetzt? Ja, mittlerweile ist alles lieferbar, ja. Alles lieferbar. Sogar auf Bestellung. So, jetzt habe ich noch eine Frage. Wir sind hier die Reihe noch nicht durchgegangen. Die vorne, die? Was Neues. Was Neues, was denn? Das Ganze, die elektronische Kupplung. Wie elektronisch? Hast du die schon gesehen? Nee, was ist denn das? Eine elektronische Kupplung kannst du schalten, ohne die Kupplung zu ziehen. Also Quickshifter Plus sozusagen. Okay, das war da vorher so mit einer Zündunterbrechung, das heißt? Ist immer noch, aber wie soll ich sagen, eleganter noch. Eleganter. Bei dem Quickshifter, der kommt aus dem Rennsport, muss man zügig schalten. Ne? Das heißt, es ist immer ein bisschen Hektik drin. Und bei dem neuen System hast du den Verschleiß dann nicht, wenn man mal langsam schaltet. Ich kann dir gerne mal zeigen. Zeig mal. Ja. Kann man die sehen? Oder? Ja, man sieht, das ist ein bisschen Aufbau. Also. Ja, und zwar haben wir die CB 650 und die CBR 650 Schwestermodell, die haben das. Und zwar haben wir gerade hier einen stehen. Ist ganz frisch gekommen. Und ich hole die mal gerade ein bisschen weg. Das heißt, die hat jetzt gar keine Kupplung mehr, oder wie? Die hat eine Kupplung, die man aber nicht ziehen muss. Ach so, zum Anfahren. Wahlweise ja, aber selbst zum Anfahren brauchst du nicht mehr ziehen. Nochmal zum Anfahren auch nicht? Nee, ganz nur E-Klatsch. Und zwar... Warum ist die dann noch drauf, die Kupplung? Motor, ja. Das wird dann komplett elektronisch geregelt. Also nochmal, das heißt, ich habe... Du hast hier eine ganz normale Kupplung hier vorne. Warum hat man die da noch? Wenn du normal fahren willst. Ne? Du kannst ganz normal mit dem Motorrad fahren. Das heißt, ich schalte um, oder wie? Jo, das kannst du über das Display dort einstellen, ob du mit E-Klatsch fährst oder Standard. Deswegen sind wir auch mit Fahrschulen dran, ob das Motorrad auch für Fahrschulen geeignet ist, weil man das ja auch umstellen kann. Ja, das wäre schon eine gute Sache. Ne? Da habe ich noch nie von gehört. Das ist ganz neu? Das ist ganz frisch. Da haben wir letztens erst Testfahrten gemacht und das war sehr aufschlussreich. Also das ist schon toll. Also diese Systeme müssen natürlich gut funktionieren, gerade wenn es nass ist oder glatt und ich schalte zurück. Wie ist das? Nee, du schaltest ja selber das System. Also du schaltest selber? Die kuppelt nur ein? Du siehst nur keine Kupplung. Alles andere kannst du noch selber machen. Also wie ein Quickshifter. Das aber sanft. Das heißt, es geht also nicht knallen und der Gang ist drin? Genau, und du musst nicht diese Hektik haben wie beim Quickshifter, um das sauber zu schalten. Ne? Also ich fahre jetzt die Automatik, das Doppelkupplungsgetriebe und ich bin jetzt wirklich aus der Fraktion, ich will nie wieder was anderes haben. Das war am Anfang nicht so, haben die Leute wirklich die Nase gerümpft, oder? Über das Thema nicht schalten und so weiter. Ja gut, das polarisiert. Die einen sind begeistert und sagen nie wieder was anderes und gibt auch welche, die mögen es halt nicht. Ne? Dafür bieten wir ja beides an. Ja, Umbau. Das siehst du. Also das ist ganz neu. Interessante Informationen. Wenn du mir kurz mal sagst, was das Motorrad für einen Stellenwert hat bei Honda hier, das Modell. Ist das ein starkes Modell? Das ist ein Einsteiger-Mittelklasse-Modell. Die hat 95 PS. Das heißt, du kannst die auch schön auf Klasse A2 drosseln mit 35 kW. Und später aufmachen, hast dann ein richtig vollwertiges Motorrad. Vom Preis her einigermaßen günstig? Da sind wir um die 9.000 €, also immer noch unter 10. Und das ist schon günstig für einen Vierzylinder. Und diese E-Klatsch, die kostet 400 € Aufpreis. Und wenn du holst einen Quickshifter, kostet schon 300, dann sind 100 €, das ist eigentlich keine Differenz. Ne? Hast du schon verkauft, die E-Klatsch? Ja, haben wir schon verkauft. Und, wie ist Feedback? Die kommen jetzt die Karre noch abholen. Also die stehen noch bei uns aufgrund des schlechten Wetters. Das ist auch ein Problem für euch. Also wenn die Motorräder nicht abholen, ihr habt ja nur begrenzten Lagerplatz, es kommt immer mehr an. Für dich als Verkäufer ist es ein Traum. Also wenn die Leute reinkommen, sag mal, es gab da einen Tag, da war warm. Ja gut, das hat nicht ausgereicht, ne, um die Leute zu motivieren. Du siehst ja, überall hängen die Verkaufsschilder dran und die Leute kommen sehr zäh. Also
Es ist schon ein strammer Moment. Ist ja auch der Tag der Erstzulassung, ist ja auch Garantiebeginn. Dann sagen die, okay, dann warten wir noch 2 Monate, dann habe ich noch mehr Garantie oder wie? Ja, das Wetter ist dann ausschlaggebend, nicht die Erstzulassung. Ah, okay, verstehe. Ja, schön. Ernst, du bist mich los. Thema ist natürlich die Finanzierung. Hat Honda sich da was einfallen lassen dieses Jahr? 24 gibt es eine Aktion? Die hatten das letzte Mal irgendwie 50% zahlen, 50% später. Gibt es das noch? Ja, das haben wir immer im Repertoire, also 50-50, 50% anzahlen, 50% nach einem oder nach 2 Jahren, zinslos, keine Nochmal, Bearbeitung. also ich zahle 50% nur und nach 2 Jahren zahle ich den Rest. Genau, Und wenn ich ihn nicht zahle? dann kannst du das Motorrad auch zurückgeben, Das geht. wenn es noch gut aussieht. Also. Aber es ist ja so, dass das stark angenommen wird, also wenn es ja nichts kostet, oder? Ja gut, im Moment haben wir überall Zinsen, wenn du für 0% finanzieren kannst, und dann kannst du die Kohle auf der Seite legen. Ne? Was ist das am stärksten verkaufte Motorrad stückzahlmäßig bei dir? Also wenn du jetzt mal siehst, so das Modell, was du am allermeisten verkaufst, oder ist das kunterbunt? Nee, wir haben eine große Streuung, also so Hornet, CB 650, die neue Hornet 500 und so. Die steht da vorne in Gelb, gell? Die haben wir uns eben angeschaut in der neuen Farbe, wo ich noch gewitzelt habe. Auf keinen Fall Politur anwenden. Nee, das ist die 750er. Das ist die hier. Ja, das ist die 500er, das ist das neue Modell. Ne? Und die 750er haben wir schon seit letztem Jahr. Das sind jetzt beides Zweizylinder. Ist das ist wesentlich, oder? Von der Spritzigkeit her, 57 zu 500? Ja gut, hast du die Kubik, das sind halt ausschlaggebend. Und was auch schön ist, du kannst die 750er auch auf 35 kW drosseln, ohne Umbauten. Das machen wir rein über den Tester. Und so kannst du wunderbar wieder... Ist das viel teurer, die 57er? 750er, nö, das sind glaube ich 2000 Euro. 2000 Euro, okay. Das heißt, wenn ich später mal sage, ich mache mir die auf, mache Stufenführerschein. Wie funktioniert das jetzt mit dem Führerschein? Bist du da fit drin? Oder also wenn ich jetzt jung bin, was kriege ich zuerst für einen Führerschein? Wie jung? Also ich bin jetzt jung, zum Beispiel 18, mache einen Führerschein neu, dann kann ich ja nicht direkt die ganz großen fahren, oder? Nee, da kannst du A2 machen. Ja. Ne, du kannst also mit 16 den A1 machen, mit 18 dann den Aufstieg auf A2 oder direkt A2, wenn du 18 bist. Und mit A2 kann man später den Aufstieg machen auf Klasse A. Was ist A2? Bis wie viel? A2 ist 35 kW. 50 PS oder was? 48. 48 PS, okay. Ja, ich kenne mich ja nicht mehr so aus. Ich habe allerdings großen Respekt vor Leistung und muss sagen, dass das Leistungsgewicht meines Rollers, hier dieses 750er Rollers, ist optimal. Also es ist jetzt keine Rennmaschine, aber sie ist auch nicht langsam. Sie hat eine tolle Traktion. Du kannst da so einen Wintermodus, Schneemodus einstellen. Also wenn es regnet, mache ich den Regen. Und das ist echt ein Traum. Also da ist so viel Elektronik drin. Jetzt gibt es das ja auch mit elektronischem Fahrwerk, habe ich gesehen. Da vorne war eine mit so einem kleinen Schläuchchen, wenn ich die mal gerade zeigen darf. Hast du gesehen, wo sie steht? Also der hat wahrscheinlich mehrere mit elektronischem Fahrwerk, oder? Aber du hast ein Schneeprogramm, das habe ich noch nie gesehen. Ja, irgendwie, ich glaube Regen heißt oder sowas, ja. Regen. Regen heißt. Habe ich Schnee gesagt? Ja. Das nehme ich mal zurück. So elektronische Fahrwerk war drin hier, Oh, das in der da. Hier in der Afrika drin. In der Afrika-Trainer, das ist drin. Was hat das für einen Vorteil, wenn ich das habe? Ja gut, das passt sich automatisch etwas an. Ne? Du kannst dann einstellen auf Ein-Personen-Betrieb, auf 2 Personen mit Gepäck. Und das kann man über das Display da dann voreinstellen. Ist das wesentlich? Merkt man das, wenn das drin ist? Das Heck hebt sich dann an. Wenn du das machst, hebt sich das Heck an. Und bei den neuen Modellen kann man das während dem Fahren machen. Also wenn du mit der Mama gefahren bist mit Gepäck und hast vergessen umzustellen, kann man das jetzt während dem Fahren machen. Früher muss man halt anhalten und erst dann ging es. Ne? Also es wäre jetzt so, als wenn ich die Druck- und Zugstufe, als würde ich zum Beispiel den Luftdruck ändern beim Fahrrad, um das eben entsprechend härter zu machen, wenn mehr Beladung draufkommt, dass sich das anpasst. Genau. Ja, Das sind, okay. ja. Toll. Ist das viel teurer, das elektronische Fahrwerk? Das sind, glaube ich, 1400 Euro Aufpreis. Und das ist oft gewählt, oder? Die Leute kaufen ja normal die Motorräder, wie sie da stehen. Also wenn es drin ist, ist es okay. Wenn nicht, geht auch. Das ist mal so, mal so. Mal so. Und Schaltgetriebe zu DCT? Ungefähr das Verhältnis. Gibt es das eigentlich auch später? Hier, dieses Quickshift-Ding da, das neue? Du meinst E-Shift, oder? diese E-Klatsch? Ja. Nee, die gibt es im Moment nur für die 650er. Bei der Afrika Twin ist es so, da haben wir tatsächlich halbe. Ne? Es gibt auch Modelle wie jetzt hier die NC. Die hat 59 PS und die macht am meisten Spaß nur mit Doppelkupplung. Also ich finde sowieso an der Ampel, du gibst da Gas, also oft
darf ich ja keinem sagen, fahre ich denn schon mal rechts vorbei, bis ganz nach vorne. Ist übrigens in Frankreich erlaubt. Du darfst also im Stau bei Autobahnen oder Landstraßen darfst du jetzt offiziell überholen in Frankreich. Also wenn du langsam fährst, Überblick machst und so weiter, das haben die sowieso immer gemacht, ja. Und dann stehst du vorne an der Ampel, der ist natürlich neben dir, der ist sauer, der versucht dann anzufahren, der hat keine Chance. Ja. Ja, gut, in Frankreich, die sind das lockerer. Bei uns ist das schon Straftat. Ein bisschen konservativer, wo die Leute dann wirklich dann zufahren und das nicht mehr vorbeikommst. Schlimm, oder? Und das gibt es in Frankreich gar nicht. Ne? Ja, die lassen einen durch, sogar noch mit viel Freude. Ich fahre mal extra zur Seite. Mein Gott, sollen sie doch fahren. Sie haben nur 2 Räder. Warum soll ich denn den Weg verbauen? Ja, das ist. Bist als Autofahrer nicht langsamer deswegen. Ja, das ist so. Ja, aber bitte denkt dran, haltet euch an die Straßenverkehrsregeln, ist natürlich vollkommen klar. Ja, schön, da sind wir, Ernst. Du hast einen Kollegen in Rehling-Siersburg, der hat es auch drauf. Der Thomas Altmaier, ja sicher. Ihr telefoniert schon mal? Ja, täglich. Und ich zeige das mal. Also gibt es eigentlich noch Prospekte, die man mitnehmen kann? Gibt es sowas noch oder ist das alles im Internet? Nee, jetzt ab sofort nur noch im Internet. Gut. Hast du es entschieden? Nee, aber das spart Papier. Das ist umweltfreundlich. Die ist ganz neu. Ich darf sie mal zeigen. Honda NX. Stimmt das überhaupt, was ich sage? NX 500, genau. Ja. Die ist brandneu, die haben wir eben gefilmt. Hier in 2 Farben. Ich glaube drüben, die ist schwarz, genau, komplett schwarz-matt. Genau. Und hier vorne hast du so einen Perlmutt-Effekt. Nee, stimmt gar nicht, weiß mit Silber. Was ist das für ein Motorrad? Das ist so ein bisschen Einsteiger-Enduro mit eher Tendenz zu Straße. Also nicht Gelände, bisschen Offroad, bisschen Schotter kann man fahren. Also schön hoch eigentlich, die Sitzposition. Ich habe das eben despektierlich gesagt, so eine hohe Sitzposition wie ein Holland-Fahrrad so ein bisschen. Na gut, man sitzt aufrecht, oder? So ähnlich, ja. Aber hast schöne Bodenfreiheit dann, der Kniewinkel ist entspannt und der hat auch ein bisschen größeres Vorderrad und hat auch eine schöne Stabilität. Ich habe es tatsächlich in der Hüfte, das ist mein Problem. Deswegen fahre ich ja auch so gerne das Doppelkupplungsgetriebe, weil ich nicht kuppeln muss. Bremsen muss ich auch nicht, das heißt, ich stelle nur die beiden Füße hoch. Das Ganze gibt es auch im Motorrad. Jetzt meine Frage ist, du hast ja noch eine Fußbremse, kann man die umbauen zur Handbremse? Das haben wir tatsächlich schon mal gemacht als Behindertenumbau. Ne? Das kann man schon mal machen. Jetzt guck mich nicht so an, weil ich das frage, ja, aber es gibt ja auch Leute, die haben echte Probleme in der Hüfte. Also das geht, weil ich weiß, im Prinzip aus meiner Maschine ist der Schalthebel rechts ja auch vorhanden quasi, oder? Ja, oder müsste ich vom Balkon abseilen, ne? So, sehr schön. Ernst Persch, wie er lebt und lebt. Ich mag dich, Ernst, ja. Das ist jetzt nicht so, haben wir irgendwas vergessen? Das ist, glaube ich, die billigste Honda der Welt. Der Welt weiß ich nicht, aber hier in Deutschland auf jeden Fall. Die kostet um die 3, oder? Genau. Ja. Also das ist dran, was man braucht. Ja. Ist eine 125er, kannst du nichts falsch machen. Die hat jetzt kein ABS, glaube ich. Die hat das... Das CBS. CBS. Was heißt das, CBS? Wenn man die Hinterradbremse betätigt, bremst vorne mit. Und das langt für den Gesetzgeber? Vom Gesetzgeber her ist das ausreichend. Ja, für normale Fahrbetriebe geht das auch. Also siehst du, also kriegst du für 3.000 €. Und das Video ging durch die Decke. Hast du es gemerkt wenigstens? Das wurde bei mir auf dem Kanal weit über 100.000 Mal abgerufen, das Video. Nee, habe ich nicht. Ich kann mich selber nicht sehen. Also, ich mich auch nicht. Ja. Ernst Persch, Ende April 2024. Wir sind bei Honda Autohaus Reiter, Honda Motorrad. Ich glaube, hier heißt da Motorreiter, oder? Motorreiter und das Ganze einmal hier in Saarbrücken, in Brebach, also für Leute, die sich auskennen, ansonsten fahrt nach Navi und in Rehling-Siersburg. Ernst, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Gebrauchtmotorräder habt ihr ja auch in Zahlung nehmen, kann man auch, finanzieren kann man auch. Ja, wir haben jetzt zum Beispiel einen Ducati, die wir in Zahlung genommen haben, einen Scrambler. Und ja, kein Thema, machen wir schon. Alles klar, tschüss Ernst. Ciao Sven.